Also sind wir schon direkt im Spiel. Genau. Ähm, Da kann ich das hier mit der schönen Musik mal aufmachen. Hier ist nämlich der Stammbaum von Edith. Und was einem relativ schnell auffällt, ist erstens, dass alle außer sie tot sind. Und zweitens, dass die auch alle nicht sehr alt geworden sind. Nämlich teilweise nur so, ja, hier ihr Bruder zum Beispiel, der ist noch 11 geworden. Die haben alle nicht so lange gelebt, außer die Eltern, haben ein bisschen länger gelebt. Und wir waren jetzt hier links unten. Moment, vielleicht, wenn ich mache mal mein Bild hier rüber, dann könnt ihr das sehen. Hier ganz links ist Molly. Und bei der stehen wir gerade hier im Zimmer drin. Das war das Zimmer von Molly. I got the sense Edie had spent a lot of time here before my mom sealed the doors. Genau. Edie ist die Großmutter gewesen. Ich mache mein Bild hier noch ein bisschen weiter rüber, dass das nicht stört. Genau. Und man sieht jetzt das Erste, was man so mitkriegt, als man reingekommen ist, was sie auch gerade hier gesagt hat, dass ihre Mutter immer wenn jemand gestorben ist, die Zimmer von denen so gelassen hat, wie sie waren und einfach die Türen so blockiert hat. Und die Großmutter, die Edie, wollte aber dann, dass zumindest so ein Guckloch drin ist, durch das man reinschauen kann. Und wir konnten dann von außen durch dieses Guckloch schon in das I hier. can't describe it, but I felt like some part of Molly was still here. Genau. Man kann in die ganzen Zimmer der toten Familienmitglieder quasi reinschauen. Und sie hat von ihrer Mutter einen Schlüssel vererbt bekommen. Und mit diesem Schlüssel sind wir durch so eine geheime Tür jetzt von da oder so, glaube ich. Ja, ich glaube, hier kamen wir her. In das Zimmer reingekommen. Und hier haben wir dann das erste Mal, weil es sehen überall hier so ganz schön, man kann hier alles Mögliche durchschauen und so kleine Hints über die Person finden. Und genau, wir haben hier gerade von Molly das Tagebuch gelesen. Das war dann ein bisschen abgefahren, weil du wirst dann quasi in der Zeit zurückversetzt und wir waren Molly und die hatte auf einmal Hunger, hat alles Mögliche gegessen, Zahnpasta, irgendwelche Beeren, dann war hier ein Rabe und sie ist aus dem Fenster raus und auf einmal war sie der Rabe. Und sie schreibt das Ganze in ihrem Tagebuch. Und dann sie war eine Katze, dann hat sie einen Vogel gefressen, dann war sie ein Vogel, dann hat sie irgendwie einen Hasen gefressen, irgendwann waren wir auf einmal ein Hai und sie hat beschrieben, dass sie so richtig Hunger hatte und Fleisch gebraucht hatte, immer größer und ganz zum Schluss war sie so ein Monster, das Menschen gegessen hat. Und dann bist du als Monster, sind wir hier unter ihr Bett rein. Und das war der Moment, wo sie gesagt hat, sie glaubt, das Monster frisst sie gleich selbst. Und da hat sie eben dieses Tagebuch geschrieben. Also, alles ein bisschen abgedreht. Ich hoffe, ich konnte es jetzt einigermaßen gut zusammenfassen. Und jetzt schauen wir mal. Ich glaube, sieht so aus, als müsste ich hier. Diese Steuerung ist einfach. Jetzt müsste ich hier rausgehen. Genau, ist die Hinterseite des Hauses mit der Veranda. This will be obvious later, but my mom never told me any of these stories. Edie would have, but Mom didn't like bringing up the past. Though, when we adopted a stray kitten, she was the one who named it Molly. Okay, die Katze hieß auch Molly sogar. Also wir können noch mal sehen, hier Edie ganz unten, die Großmutter. Ja, ich glaube die Großmutter, genau. Ja, und ihre Mutter war Dawn, glaube ich. Wenn mich nicht alles täuscht. So, dann gehen wir da mal rein. I spent a lot of time in Great Grandma Edie's room. Das sind jetzt hier lauter Vogelkäfige. Bob. Burpee? Irgendwelche Namensschilder? Irgendwelche Gemälde? Louis died a week before we left, but Edie had already started to memorialize him.
Edie knit me a new pair of gloves every year, just in time to replace the old ones. Ah ja, die hat dann schon hier. Oder? Ist doch eine Nähmaschine, oder? Ach krass, mit so einer Handkurbel drin. Was hat sie da drauf? Ah ja, Louis. Wie alt ist der geworden? Der ist 22 geworden. Mhm. Schau mal hier mal kurz. Louis. Ich sehe den gerade gar nicht. Ach doch, das ist quasi unser Bruder, der Bruder von Edith gewesen. Okay. Her room was like a museum. Odin, das war der Mann von Edith, also der Opa quasi. For 500 years, the Finches have been famous throughout Norway for their fortune and misfortune. Warte mal. Kann man das hier irgendwie... Ah ja. Odin Finch buries the latest victims of the family curse, his wife Ingeborg and their newborn son, Johann. Family Curse. Okay, ja. Das hört sich so an, hört sich durchaus cursed an, was hier abgeht. On January 7th, 1937, he set sail with his family and his house, hoping to leave the curse behind. But 40-foot waves off the coast of Washington send the house and Odin to the bottom of the sea. What? Okay. Ja, stimmt, das haben wir das letzte Mal schon gelernt, dass das originale Haus anscheinend versunken ist. Und aber in diesem Haus noch Teile des alten Hauses verbaut sind. Odin's daughter Edie, with husband Sven and baby Molly, step ashore on their new home, Orcas Island. Ach, Odin ist der Vater von Edie. Okay. Odin Finch is the first to be buried in the new family cemetery. His daughter Edie is already dreaming of a new Finch house. Okay. Okay, dann haben wir das auch. Whatever's wrong with this family, it goes back a long ways. Ah, Ingeborg war dann... Ach, okay. Ich verstehe. Odin Finch. The Mysteries of Death and Thereafter. Ein Vogel. Norwegian Folk Tales. Also es spielt in Norwegen. Das war mir auch nicht bewusst bisher. Es liegt hier auf dem Bett. Ach, das sind so die Wochentage für so Medizin. So Kästchen, ne? Mole Man Beneath the Finch House. Edie gave a big interview about a mole man living under the Finch house. My mom was furious. Ein Interview hat es gegeben. Oh, was haben wir hier alles? My Friend Bigfoot. Home Movies. Wir wissen alle, was Home Movies sind. Und eins ist hier rot. Random Chunk. Edith and... Okay, ich kann es nicht sehen. I hadn't thought of myself as Edith Jr. for a long, long time. Lake Trip. Edith Jr. Es wäre natürlich geil, wenn man das jetzt anschauen könnte. Edie won't go. 72-year-old woman refuses to evacuate because of a little forest fire. Okay. Die wollte hier standhaft bleiben. Aber wir haben ja gesehen, deswegen sieht in dem Haus unten auch noch alles so, wie sagt man, so unordentlich aus, weil die anscheinend auf einmal schnell weg mussten und alles so gelassen haben, wie es war. One summer, they evacuated the island, but Edie refused to go. For a few weeks, she was a celebrity. Mhm. Built 1937. Avon Finch
Wo haben wir den? Okay. Sehe ich jetzt hier nicht. Steht schon Avon, oder? Naja. When Edie told people Sven was killed by a dragon, she could also have said he was building a dragon-shaped slide that collapsed. She could have, but she didn't. Dragon kills Finch. Okay. Sie sind schon alle sehr seltsam ums Leben gekommen. Nochmal die Folktales. Even in her 90s. Sometimes Edie seemed a lot younger than my mother. Oh, okay. Das war ja hier der Raum von dem Baby. The only trace Grandpa Sam's first wife Kay left on the house was the pink bathroom. It was a pretty big trace. Mhm. Das muss man schon mögen. Ein Frosch, Brillen, nochmal Medikamente hier. Sieht man hier, was das für welche sind? Aber hier haben wir von außen reingeschaut und dann hieß es, dass das von, hier ist einer nur 1 Jahr alt geworden oder so. War das hier Barbara, Edie? Ah ja, Gregory hier. Der ist nur 1 Jahr alt geworden und das war sein Room, hieß es. Oh, noch ein Schlüssel. Ah, da ist hier wieder eine versteckte Geheimtür, durch die wir mit dem Schlüssel kommen. There's a secret in this bathroom. There's a secret in this bathroom. Okay. Rätseltime. It's in the last place you would look. It isn't in the cupboard in the last It place. isn't in the cupboard. It's hidden in this book. Oh, okay. Das war ja dann gar nicht so schwer. Calvin Finch. Was geht hier? Also ich mag das schon. Es ist schon geil, hier sich wirklich alles Sven gave Sam anzuschauen. an old camera he'd refurbished. He never put it down. Das ist eine Kamera? Ach, und hier, ach, die haben hier so das, wie nennt man das? So diese Bäder für, wie man einen Film entwickelt, ist das hier, ne? Couple turns land into a native haven. Okay, spazieren wir damit. Was ist das jetzt für ein Raum? Fort Calvin. Okay. Mal schauen, Calvin war... Ah, hier. Molly. Barbara war diese Child Actress, oder? Hier. Und jetzt haben wir Calvin. Okay, der steht auf jeden Fall auf Fotos. Odin Finch National Park. Das ist wirklich wie so ein Fort gebaut hier. Das ist ja ein mega geiles Kinderzimmer. Sowas hätte ich gerne auch gehabt früher. Hier ist auf jeden Fall was abgesperrt. I knew Grandpa Sam had a twin. And that he never talked about him. The Command Center. I guess my grandpa didn't like history any more than my mom did. Aber wie geil ist das denn hier? Oh, hier ist die Geschichte von Calvin jetzt. How I Want to Remember My Brother by Sam Finch. The thing I remember is that when he made up his mind, that was it.
Sind auf einer Schaukel mit einem gebrochenen Fuß, wie es aussieht. My brother said he'd die before he ate another mushroom. And he did. At Barbara's funeral, we swore we'd never be afraid again. And he wasn't. I think Calvin always wanted to fly. Sam! Calvin! Dinner's ready! Coming! But that day, he finally made up his mind to do it. Okay. Wie kann ich aufhören zu schaukeln? Kann ich hier so gegenlenken? Ich kann schon wieder nichts machen. Okay. Ich habe das Gefühl, wir müssen einfach schaukeln. So hoch wie es geht. Und vielleicht schaffen wir ja einen Überschlag. Let's see. Er wollte ja fliegen. Ich weiß auch nicht, wie sicher das ist, einfach so die Schaukel hier direkt über dem Abgrund zu bauen. I told him going around was impossible. Maybe if I hadn't said that. Der will wirklich einen Überschlag machen. Maybe if the wind hadn't picked up. Then maybe he'd still be here. But I doubt it. Oh Gott. I think he'd already made up his mind. That's what I want to remember about my brother. Das ist auch einfach nur ein Ast. Oh oh. The day he made up his mind to fly. And he did. Calvin's story felt strangely familiar. When I was younger, I remember trying to do the exact same thing. Ja, aber ganz ehrlich, die ist auch ungünstig gebaut da an der Stelle, die Schaukel. Naja, aber er ist geflogen. After the funeral, Edie roped off Calvin's half of the room. Ach, okay, hier ist Fort Sam und hier ist Fort Calvin. Ach so, Mom die. said Grandpa Sam enlisted at 18 and never set foot in the room again. Ein bisschen Zimmer geteilt. Oh. Nächstes Geheimnis. Das ist schon sehr geil. Ich will, wenn ich mal ein Haus baue, will ich hier auch lauter Geheimgänge in The meinem Haus passages haben. were a pretty tight fit. They'd obviously been built for smaller hands and bellies. Ist das ein Shortcut hier, oder? Ja, hier, das ist ja der normale Raum. Hier sind wir reingekommen und hier ist Barbara, die hier so ein Kinderschauspielerin war. Ja, schon echt nicht so geräumig hier, diese Gänge. Milton. Nee. Jetzt sind wir in dem Raum von Barbara. Die hat Growing up, I always thought of Barbara as a child star. Ach, das ist ja hier My Friend Bigfoot. Der war auch bei dem Videorekorder, wenn ihr euch erinnern könnt.
Der Film davon. Die Videokassette. Swan Lake. Klassiker. Barbara. Ja, das ist geil. Hätte ich als Kind auch gern gehabt hier. Ah ja, hier haben wir es. Ist hier noch irgendwas? Geil, das hat so einen richtigen Hollywood-Flair hier gleich, das Zimmer. I never thought about how hard it must have been. Of all the stories people wrote about Barbara's death, I'm surprised Edie saved this one. Für 10 Cent. Dreadful Stories. Old Jack here with another ghastly tale inspired by America's most unfortunate family. I'm calling it The Surprise Ending of Barbara Finch. As a child star, Barbara was famous for her scream. Now at 16, she was all washed up. A has-been. But in a lucky break, she'd been asked to perform her signature scream at a local convention for monster movie fans. It was just the boost her career needed. Unfortunately, her scream hadn't aged well. Getting better. I think you just need the right motivation. Her biggest fan and current boyfriend, Rick, was about to demonstrate when... Now that was a great scream. It was Barbara's father, Sven. He'd slipped into a table saw and had to be rushed to the emergency room. So Barbara got stuck babysitting her youngest brother, Walter. Her convention comeback was cancelled. Okay, I'm hearing frustration, but I'm not hearing terror. What if I tried... A gang of hoodlums in Halloween masks have been terrorizing Orcas Island tonight. Police are urging residents to... That came from the basement. You're right! Also, I loved your delivery on that. Why is your basement door locked? Because my Elizabeth. dad likes making puzzles and secret passages. There's a key hidden in the music box. The secret is to keep winding and winding until finally the key pops out. Oh, das haben wir schon gesehen. I'll be back in a sec. 20 minutes later, Rick hadn't returned. So Barbara went to look for him, right on cue. She reached for the music box. And as she wound the key, she listened for Rick, but the house was silent. Oh Gott, das ist ja hier die Scream. Nee. Scream-Musik? She found Rick's crutch and imagined the worst. Okay. Haben Sie hier Bierpong gespielt? Nee. The gang's leader is the infamous Hookman killer, Dr. Carl Hamill, who impaled and then ate his family 10 years ago tonight. Geil, wie es in diesem Comic-Look hier ist. The old Finch rattled and grew still. Oh dear! Oh! Rick? Ein bisschen verzögert, Barb, aber... relax. I Sehr was just genau trying to überlegt. scare you to help you find your scream. Well, I'm not scared, Rick. I'm furious. Then act furious.
All I'm getting from you now is that you're hurt, Furious. confused, and you're... She threw him Okay. out, but she kept a little something to remember him by. Barb, have you seen my other crutch? And she was still holding it when she fell asleep watching the late picture show. Hours later... Barbara! Walter, what's going on up there? Ah! Okay, I'm coming up, but if this is a trick, you're dead, Walter. You're dead, Walter. Don't jinx it. Sorry, wo geht's denn hier hoch? Ja. Walter, are you there? Walter had vanished, but his bedside radio was still on. Orcas Island police describe the man as 6 feet tall, with a steel hook for a hand. Residents are urged to lock all doors and windows and notify the police of any suspicious activity. Barbara Oh, turned, okay. saw the Jetzt kommt der Schrei. and was speechless. Oh. He was quite smashing. He couldn't get enough of Barbara. Okay, Barbara, there's gotta be another way out of here. Kann ich hier was machen? Entweder das Fenster oder wir sind hier durch, ne? That night, she played her part beautifully. Wieder aufs Fenster raus hier, oder wie? She thought about abandoning Walter, but just couldn't do it. Ja, da wäre ich jetzt auch nicht dafür. Molly's door hadn't been opened in years. The hinges groaned. Also bitte lass mich doch rein. Wow. He wasn't moving, Critical hit. but she sensed the story might not be over yet. Gehen wir mal runter und geben denen noch eine mit, würde ich sagen. Er ist weg. The hookman had vanished. She listened for his breathing, but all she heard was... What? Ja, hallo, bitteschön. At the door, she heard whispering. It was coming from inside the house. Oh dear. Okay. The monsters had come to surprise her. For Barbara, it was a dream come true. Then she saw what kind of monsters they were, and she realized what was about to happen. She was going to be famous. And with her final breath, Barbara Finch gave the performance of her life. I wasn't there myself, but I hear Barbara was
she had a taste for stardom. But unfortunately, so did her fans. Of course, the police blamed it all on poor Rick, who disappeared the same night. And little Walter, hiding under his bed the whole time. He took it all pretty hard. But that's another story. Kann man ihm nicht verübeln, würde ich sagen. Tucked inside the music box is all they ever found of her. Her ear. Jesus. Now that's what I call a real eerie tale. Oh, okay. Edie told me all Barbara wanted was to be remembered, as absurd as that comic was. Maybe what Edie saw was a happy ending. Okay. Wie sie hier auch mit der Krücke auf dem Bild ist. Okay, also ich muss sagen, das war bisher, glaube ich, fast mein Favorite Part. Also war sehr witzig gemacht. Und ist auch gut, weil ich hatte am Anfang gedacht oder ein bisschen Angst gehabt, dass wenn du diese Flashbacks hast, was den Leuten passiert ist, dass die alle immer ähnlich sind. Aber bringt bisher schon sehr gute Abwechslung rein. Aber man ist sich auch trotzdem nicht ganz sicher, was passiert, ob jetzt in dieser Welt wirklich so ein bisschen mystische Sachen am Start sind oder so ein Fluch oder ob die einfach alle verrückt sind oder was auch immer. Kann man noch nicht genau sagen, aber ja, Barb Street. Stimmt, wie alles rated Jobs increased. Noch irgendwas Interessantes. Okay, aber hier geht es auch nicht wirklich weiter jetzt, glaube ich. Ne? Kann ich von der Seite einfach rausgehen? Eine 3D-Brille. Gab es das damals schon? Ich weiß gar nicht, seit wann gibt es denn 3D? I guess now I know why Mom didn't like me playing with the music box. Makes sense. Und das ist ja durchaus schon wieder ein kleiner Hinweis, dass wir jetzt mal zur Music Box gehen sollten. All those times I played with the music box and never found the basement key. So. Gut gemacht. Ja, ich mag die Musik auch einfach, ne? Saving. Kurz schon. Mhm. Mom said the basement was off limits, unless I wanted another tetanus shot. Okay. Ja, sind es keine ungefährlichen Sachen, die für so ein Kind, gerade wenn man aus der Finch-Familie kommt, sollte man vielleicht einfach Sägen wie diese vermeiden. Generell einfach sich in der Gummizelle hocken, wo nichts I saw passieren Edie kann. sneak down to the basement once, carrying packages. I thought maybe she was hiding presents. So, ist wieder wer im Kühlschrank. It turned out she was hiding a lot more than that. Ja, das geht ab. I remember asking Mom once about where Walter had Whoa, gone. okay. She said after Barbara died, he got as far away as he could. If there's a pattern in all these stories, Peanut Butter, Creamy, Cereal,
Die haben nur den guten Scheiß hier auf jeden Fall. Und Erbsensuppe. Wasser. Bohnen. Das sind sogar Tasty I think Beans. it's that none of us has gotten very far. Also das First Aid Kit können die auf jeden Fall gut gebrauchen hier in dem Haushalt. Oh, Walter's Story. Goodbye, everyone. I can't believe I've been down here for 30 years. On that first day, after the shaking started, I didn't think I'd survive a week. Ach, der hat sich einfach hier unten dann... But after a few days, I settled into a routine. That's what kept me sane. Having a schedule, living for today. I always expected to be dead tomorrow. But if you wait long enough, you get used to anything. Jetzt, scheiße, jetzt habe ich rechts nicht auf das Datum geschaut. Even a monster on the other side of the door starts to feel normal. Almost friendly. Nur ein paar Pfirsiche. War jetzt Januar 76. And then one day, everything just 2005. Jesus. stopped. Okay. Whatever that thing was, it was gone. Maybe it got tired of waiting. Or maybe I just got tired of being afraid. Das hat auch lang genug gedauert, dass du afraid warst. It's been a week now, the longest in 30 years. I'm done waiting. I have to leave while I still can. Das ist hier oben die Krücke von Barbaras Boyfriend hin. Also Erinnerung an Barbara, oder was? Hat er sich die Krücke hier hingegangen? Modelleisenbahn. Okay, und der ist hier einfach jahrelang, hat er gechillt hier unten. Im Hochbett. Hat er eine Toilette hier? Das sind die wichtigen Fragen. Ich glaube schon, oder? Hier ist eine Dusche auf jeden Fall. Naja. Okay. I have to leave while I still can. Ich finde es so geil. Ich stehe irgendwie I know it's out unheimlich. there somewhere. Ich stehe unheimlich auf Geheimgänge. Ich finde das irgendwie mega geil. Ich weiß nicht warum. Whatever killed Barbara and Molly and Calvin. Maybe this is all a mistake. But I need to stop living the same day, even if it kills me. Whatever's out there, I want you to know I'm ready for it. I'm Good. going to appreciate all of it, especially the food. I don't mind if I only have a year left, or a month, or a single week. I'd be happy with one new day. I can already imagine the sun on my face. Well. Naja, bis 2005. dann Walter ist er died when I schon. was 6. I can't believe my mom never told me he was down here. Der Nikolaus sieht er aus. I'm sure my mom was trying to protect me.
Aber ich finde, die Charaktere sind sehr cool gemacht. Also du hast sofort, wenn die so anfangen zu erzählen, die haben direkt alle so einen eigenen Charakter. Und man kann sich dann diese Weirdness schon gut reinversetzen. Aber er hatte hier gerade geschrieben, dass es irgendwie so etwas war, das Molly, Barbara und Calvin getötet hat. Irgendwie hört sich schon so an, als gäbe es da irgendwas Übernatürliches. I'm sure Mom was trying to protect me. Stand drauf. Gehen wir mal runter. Maybe she was afraid I'd end up like Walter. But if she never told me about an uncle under the house, I can only imagine what else she was hiding. I don't want to make the same mistakes she made. Hier ist noch Licht überall. Trying So. to bury something that's still alive. Krass, okay, das war tatsächlich nur eine Wand hier bis zu den Eisenbahnen, bis zu den Now that Schienen. there's only one of us left, or maybe two, I thought it was time I heard the stories for myself and found out what happened to everyone else. But now I'm worried the stories themselves might be the problem. Maybe we believed so much in a family curse, we made it real. Sie ihm so einen Zug da noch drauf machen. Das ist nicht ein bisschen makaber? Woher kam der eigentlich, der Zug? Okay, ist hier abgebrochen. Oh, da ist sogar Zivilisation da hinten. I don't know if I should even be writing this. Steile These, weil die haben ja offensichtlich alle noch irgend so einen Tagebucheintrag gemacht, direkt bevor sie gestorben sind. Und Edith macht ja im Prinzip das Gleiche. Sie schreibt auch einen Tagebucheintrag in ihr Buch Maybe it'd be rein. better if all this just died with me. Vielleicht stirbt sie zum Schluss. But I thought you should know about your family. Was ist das? And the history you're a part of. Though to be honest, I feel as lost as you probably do right now. As you. Spricht sie mit uns? I think the people in these stories believed them, for what that's worth. And when you look at the house, that history of imagination and stubbornness and madness, any of it seems possible. Ich bin jetzt schon gespannt, was hier in diesen, wo es da so nach oben, wo die so aufeinander gestapelt sind, die Häuser, was da noch abgeht. Okay, hier sind wir I noch nicht think we've been hingekommen. surrounded by death for so long, we've just gotten used to it. What kind of family finishes building a cemetery before starting the house? Guter Punkt. It's embarrassing for me to admit this, but the pet cemetery made me more uncomfortable than the human one. 3 of the gerbils were mine, and 2 had been my fault. Serpy, Lurpy, Furpy, Chirpy, Burpy, Derpy und Derpy Junior. Shadow, Schatzi.
Das auch Tiere. Sven built the house, but it was Edie who designed the cemetery. Stimmt, Molly ist als Katze, die geflogen ist. Calvin war der Bruder mit dem Command Center, glaube ich, ne? Sven. Was steht hier? Hubknit für dick. Ja, kann ich nicht entziffern. Walter war der unten das Loch zu den Eisenbahnschienen. Sven, ist der an der Säge gestorben, was man da vorher kurz gesehen hat? Barbara Finch ist da hier. Aber die haben wir jetzt schon alle gesehen, die Stories, oder? Ne, Edie haben wir noch nicht gesehen. Und Sven weiß ich auch nicht wirklich. I'm sure Odin's monument had been Edie's idea. My mom was always trying to move on, but for Edie, the past never went away. She could see it poking out of the water at low tide. Oh, was war das? Hier ist so ein Floß mit so einer Leiter dran. Zum Baden vielleicht. Ja, okay, da sieht man ja weniger als... Da sieht man ja weniger als so. Müssen wir das irgendwie scharf stellen oder so? Edie said she dreamed about the old house every night. Ach, das alte Haus. Krass. Aber hat schon was, so ein Familienfriedhof mit Blick aufs Meer oder auf den See, was auch immer das ist. Ja, wo gehen denn hier die Zuggleise vorbei direkt am Haus? Wo? Naja, schauen wir mal wieder zurück zum Haus. Edie's side was always easier for me to understand. But the older I get, the more I can see where my mom was coming from. Her dad had been pretty strict, but it wasn't enough to save her brothers. She was just trying to do better. Eine Amerika-Flagge mit einem Windrad. Also She sind das, lost 2 of her brothers, just like I did. I get why she tried so hard to protect us. sind das Amerikaner, die nach Norwegen gegangen sind? There's so many things I wish I could ask my mom now. Part of me thinks this is what she wanted all along. For me to come back someday. And find everything out for myself. Ich mag die Sprecherin auch von Edith. Sehr angenehm. So, hier waren wir schon mal als But looking Katze. back on it now, if she told me there was going to be so much climbing, I never would have come when I was 22 weeks pregnant. Sie ist schwanger gerade. Okay. Hier ist eine Amerika-Flagge. Das spricht ja für den I never einen met Grandpa Bruder. Sam, but I think he and my mom had a lot in common. Uncle Sam. Was für ein Zufall.
Rein in die gute Stube. They were both pretty intense. Mhm. Auch so Foto-Equipment. Instead of hiding from death, Sam seemed to go out of his way to meet it. Okay. Was ist das für Steine hier? Airline-Ticket. K. Finch. Clear skies and clean living awaits you. Study fun facts about Baltimore while you fly. Ja, ist schon sehr America-mäßig hier. Okay, ja, dann war der anscheinend, war tatsächlich Soldat oder so, hier eine fette Sniper-Rifle mit seinem Namen drauf, okay. Sam spent his life shooting photos, but Mom said he got nervous being in front of the camera. I guess we're all afraid of something. Hat das Kind hier einfach so ein David Beckham Gedächtnisfrisur? So, dann schauen wir uns doch mal seine Story an. Ein Selfie. Dawn, I promise, you'll never forget this weekend. Yes, sir. These memories are gonna last a lifetime. Am I gonna have to shoot anything? It's a hunting trip, Dawn. Shooting is strongly encouraged. Not quite. Goldener Schnitt. What? Guck doch mal her. Perfect. It's gonna rain the whole weekend, isn't it? Please just take the damn picture. Hey, language. Er ist selbst erschrocken. Did you want to get a picture of me or what? Sorry. Wo bist du denn? Hä? Nee. Das ist ein Schild. Ah, okay. We'll never forget this weekend, Dad. That's the spirit. Okay, got it. I'm gonna take some pictures, okay? Just be careful. The camera's older than you are. Aw. Oh, ein Vogel. You're right, Dad. It's starting to clear up. Still freezing, though. Definitely should not have drunk all that coffee. Hey! That's a keeper. I'm just saying, I'm not always gonna be here, Don. You'll need to remember this stuff, if you want to survive. I'll be fine, Dad. You know who else thought he was gonna be fine? Some guy who died. Don, I'm being serious. I know, Dad. You're always serious. Doesn't being out here make you want to chill out? Well, to tell you the truth, I haven't been out here in 20 years. Don, don't you think you could find something more interesting to photograph? Klar, die Waffe. Last time I was with my brother Calvin. Man, that was a great trip. Your grandpa Sven taught us how to fish, how to build a fire. We found an old logging trail. There were deer everywhere. I bet if I could remember where that trail was, we'd spot a buck for you in no time. Dad! Good eyes, Don. Before you take the shot, let me get a picture of you. Dad, I... Just breathe.
Turn off your imagination. Focus on your target. Let me get behind you. Do I have to do this? Dawn, you don't have to do anything. But if you want to survive, you'll need to be strong. Now keep yourself squared up, elbows down, like we practiced. Whenever you're ready. Great shot, Dawn! Ja, richtig geiles Bild. Erstmal ein Selfie, wie sie weint vor dem... I'm proud of you, Dawn. Always remember that, okay? Oh. Ich verstehe. Sorry, Dawn. Just gotta reset the timer. Wer macht denn mit einem kleinen Mädchen, bringt es dazu, ein Reh oder so einen Fisch zu erschießen? It's twitching. I think That's it's totally so... normal, Dawn. Just focus on the camera. Try not to think Alter. about... Dad! Oh! Of all these stories, that's the one I wish most that my mom had told me. Das ist natürlich ungünstig. Da hat der Hirsch wohl zurückgeschlagen. Schade. Für Uncle Sam. Okay. Ups. Tja. Kommt davon, ne? So. Jetzt haben wir es. Jetzt haben wir eine gute Stunde gestreamt. Ich würde sagen, ich beende hier den Stream mal, weil ich muss nachher gleich weg und würde mir noch gerne ein bisschen was zu essen machen davor. Das werde ich jetzt angehen. Und ich würde mal planen, dass ich morgen weiterspiele. Jetzt gucken wir mal kurz in das Buch. Wie viele haben wir schon? Sieht ja schon jetzt so fast nach der Hälfte aus. Wir haben bisher, glaube ich, ungefähr 2 Stunden gespielt. Ich glaube auch nicht, dass das ewig lang sein wird, das Game. Und morgen habe ich auf jeden Fall geplant, mal ein bisschen einen längeren Stream zu machen. Und vielleicht kommen wir sogar durch morgen mit dem Spiel. Ja, schön, dass ihr da wart. Macht's gut. Ich wünsche euch einen schönen, angenehmen Freitagabend.